This video is sponsored by Flash Academy. One of the things that has always bugged me about a lot of language learning apps is that they never bother to talk about culture. It's as if they think learning a language can be done independent of the people who speak it natively. This is short-sighted nonsense. It's also one of the many reasons I love the Flash Academy app. Sprinkled throughout each lesson on the Flash Academy app are notes about the German culture. These bring vocabulary lessons into perspective by reminding you that you aren't learning some abstract thing. This is a living, growing language that is spoken by a dynamic group of people all across the globe. German connects people of all walks of life, and it's connections like these that make language learning worthwhile. So don't just learn a language, learn about the culture along with the German grammar and vocabulary with the Flash Academy app. Download it via the link in the description and get started learning today. Knigge ist eine Sammlung von Verhaltensregeln. In dieser Folge werdet ihr lernen, wie man sich beim Essen benehmen sollte. Herr Antrim zeigt natürlich, was man tun darf und was man nicht tun darf. Regel Nummer 1. Geräusche. Soweit möglich sollte man keine Geräusche mit dem Mund machen. Das Schmatzen, Rülpsen und Schlürfen sind verpönt. Regel Nummer 2. Nicht mit vollem Mund sprechen. Diese Regel ist weit und breit bekannt. Was aber nicht so bekannt ist, ist, wie man diese Situation vermeiden kann. Stopfe einfach nicht so viel in den Mund. Wenn man zu große Stücke abbeißt, dauert es länger, bis man wieder sprechen kann. Wenn man kleinere Stücke abbeißt, ist man schneller wieder bereit, eine Frage zu beantworten. Regel Nummer 3. Aufrecht und gerade sitzen. Wenn man aufrecht und gerade sitzt, kann man das Essen besser verdauen. Obwohl es einladend ist, deinen Kopf über den Teller zu halten und das Essen in den Mund reinzuschaufeln, sollte man das Essen zum Mund führen und nicht umgekehrt. Regel Nummer 4. Hände nur bis zum Handgelenk auf dem Tisch. Die Ellenbogen sollten nie auf dem Tisch sein. Es sollte auch sehr schwierig sein, die Ellenbogen auf den Tisch zu stellen, denn du sitzt ja aufrecht und gerade. Diese Regel gilt auch, wenn kein Essen auf dem Tisch steht. Regel Nummer 5. Die Gabel ist keine Heugabel. Man braucht keine Faust, um die Gabel zu machen. Halte das Besteck einfach mit ein paar Fingern am unteren Ende des Griffes. Porzellan und Metall können viele Geräusche machen. Man sollte sie fast nie hören. Regel Nummer 6. Was mit dem Besteck tun, wenn man sie nicht braucht? Wenn man das Besteck hinlegen will, kann man es auf dem Teller kreuzen. Der Gabelrücken sollte nach oben zeigen. Das signalisiert, dass man noch nicht mit dem Essen fertig ist. Wenn man schon fertig ist, sollte man das Besteck zusammen parallel und diagonal auf den Teller legen. Regel Nummer 7. Die Serviette. Da du nicht mit den Händen isst, sollte die Serviette nur für den Mund verwendet werden. Wenn man sich an den Tisch setzt, sollte man sofort die Serviette auf den Schoß legen. Sie bleibt da, bis man sie braucht. Dann tupft man die Lippen damit ab und legt sie wieder auf den Schoß. Nach Beendung des Essens wird die Serviette lose links neben den Teller gelegt. Regel Nummer 8. Handy stumm oder aus. Es ist unhöflich, mit dem Handy zu spielen, eine SMS zu schicken oder die E-Mails zu lesen. Es ist auch besonders unhöflich, am Tisch zu telefonieren. Deshalb ist es am besten, wenn man das Handy stumm stellt oder einfach ganz abstellt. Jetzt weißt du, was du am Tisch tun darfst und was du nicht tun darfst. Wenn du noch ein Video über Knigge sehen willst, solltest du unten kommentieren und mir erklären, welches Thema du sehen willst. Thanks again to my sponsor Flash Academy. Download the app via the link in the description and learn cultural lessons while learning German grammar and vocabulary with the most edutaining German learning app I have found. Flash Academy. Thank you for choosing to learn German with me.
If you're looking to take your German learning to the next level, subscribe to this channel and get 2 videos each week from me. If you support this channel on Patreon, you can also get a copy of the script for every video I upload, along with a worksheet and an answer key. If you're just starting to learn German, check out my German for Beginners playlist here on the left. If you've been learning German for a while but you're still looking to learn more, check out my Intermediate playlist on the right. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!